Wir sind heute im Brücklifeld beim FC Aarau zum Besuch und ich habe heute den Miguel Peralta als Gast bei mir. Er ist der Leiter vom Sponsoring vom FC Aarau. Herzlich willkommen, Miguel. Danke, dass ich da sein darf. Miguel, sag mal, was macht der FC Aarau aus deiner Sicht so speziell im Vergleich zu anderen Schweizer Fußballvereinen? Ich glaube, das Grösste ist so ein bisschen, wenn man da rumschaut. Also wir sind so ein bisschen ein Dorfverein, der einfach ein bisschen grösser agiert wie ein Dorfverein. Wir haben Krisebäume im Stadion, das ist auch nicht alltäglich, glaube ich. Und wie wir das einfach leben, intern auch im Verein. Ich glaube, so der Stolz beim FC Aarau zu arbeiten, eine Familie zu sein, das ist sehr gross und wird auch gelebt von oben bis ganz oben. Also das ist der spezielle Spirit, das erlebt man hier drinnen, natürlich auch auf dem Fußballfeld. Jetzt gerade du in deiner Funktion, wie sorgst du dafür, dass der Spirit auch außerhalb des Stadions gelebt wird? Ja, da machen wir ganz viel. Also wir sind bei Schulen sind wir, unterwegs mit Spielern, probieren so ein bisschen Nähe zu schaffen zu den Spielern, zu den Angestellten vom FC Aarau, weil das eben zeichnet uns aus. Schlussendlich, wir sind nicht ein Verein, wo hochgestochen arbeiten will, sondern wir sind nahbar und wollen das auch gegen aussen ausstrahlen. Die Nahbarkeit oder auch der Spirit und die Fans, die wir haben, oder die Leidenschaft, wie fest fließt das in deine tägliche Arbeit hinein? Tagtäglich. Also eben, ich habe das Glück, dass ich den FC Aarau außerhalb der Stadionmauern repräsentieren mit vielen Unternehmen schwätzen, eine nachhaltige Partnerschaft auszubauen oder neue Partnerschaften, die entstehen. Und so arbeite ich eigentlich tagtäglich daran, dass ich eben genau die Nahbarkeit, den Spirit gegen aussen tragen. Jetzt sind ihr in der Challenge League, nicht in der höchsten Liga, oder noch nicht, wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Aber was sind da die grössten Herausforderungen bei der Vermarktung des Vereins, weil er eben nicht in der obersten Liga spielt? Die grössten Herausforderungen sind eigentlich immer die gleichen. Die hast du auch in der Superliga. Also du musst wirklich auch zu den Unternehmen gehen, den FC Aarau repräsentieren und ihnen auch aufzeigen, dass wir wirklich auch Gegenleistung bieten können. Also es ist nicht ein Affaire perdu, wo ein Unternehmen macht bei uns beim FC Aarau, sondern wir wollen wirklich auch Leistungen erbringen. Und ja, ich glaube, da werden wir auch in der Super League die Schwierigkeit haben, neue Partner an Bord zu holen. Aber im Moment läuft es wirklich super. Es läuft im Moment super, das muss man auch für die Zukunft bewahren können. Gibt es da spezielle Massnahmen, die ihr trefft oder du triffst, um die jüngeren Generationen als Fan, aber auch als Spieler zu gewinnen? Mhm. Genau, das ist eigentlich unsere Hauptzielgruppe hier beim FC Aarau. Also, es ist eigentlich überall bekannt, dass wenn man das erste Mal in ein Stadion geht als kleines Kind, ist bei mir nicht anders gewesen. Ich bin auch mit meinem Papi da zum ersten Mal ins Stadion Brücklifeld gekommen und das war dann halt der grösste Traum auch für mich gewesen, da mal zu spielen oder auch ein Fan sein vom FC Aarau. Und wir probieren halt eben mit diversen Aktionen, wo wir gratis Kinder reinlassen oder mit dem Aargauer Weg, das Label, das wir gegründet haben mit dem Aargauischen Fußballverband, probieren wir das halt alles zu fördern, dass sie so schnell wie möglich hier mal im Stadion sind und sich auch in das Stadion verlieben und in den Verein. Ich glaube, das ist auch wirklich nicht schwierig, sich in den Verein zu verlieben, in das Stadion. Du hast vorhin gerade angesprochen, du hast selber gespielt oder bist immer noch am Fußball spielen. Wie ist das für dich jetzt im Hintergrund für den Erfolg von so einer Mannschaft beizutragen? Hat es da spezielle Sachen oder spezielle Geschichten, die da mitschwingt? Speziell sicher, ja, weil ich bin 7 Jahre lang hier auf dem Feld gewesen. Also je nachdem, weil ich auch viele Verletzungen hatte. Aber ich war eigentlich immer im Team von der ersten Mannschaft gewesen. Und da bekommt man halt nicht alles mit, was so im Hintergrund alles läuft. Also, mehr im Hintergrund, wir arbeiten tagtäglich, dass die Spieler hier unbekümmert können spielen auf dem Feld. Und das ist halt den Spielern wahrscheinlich nicht bewusst, die es nicht so gross interessiert. Aber es ist wirklich eine Maschinerie hinter dran und jeder gibt alles dafür, damit am Schluss die Mannschaft unbekümmert aufspielen kann. Du hast es angetönt, dass du etwa verletzt warst in deiner eigenen Karriere. Spielt das auch noch eine Rolle? Ja, sicher. Also eben, ich meine, nach dem ersten Kreuzbandriss ist man bei den meisten Vereinen eigentlich schon weg oder bekommt keinen neuen Vertrag mehr. Ich hatte das Glück gehabt, durch das, dass eben der FC Aarau so familiär ist, wir es alle mega gut miteinander haben, dass ich eben jedes Mal eigentlich wieder einen Vertrag bekommen habe, plus die Anschlusslösung, wo ich nachher mich zum 5. Mal verletzt habe. Ich bin dem Verein unendlich viel dankbar und gebe mein Bestes, um etwas zurückzugeben.
Das bin ich überzeugt, dass du das machst. Ich freue mich sehr auf das Spiel heute und ich wünsche vor allem auch dem FC Aarau alles Gute, dass es gelingt mit dem Aufstieg diese Saison. Herzlichen Dank, Miguel, bist du da gewesen. Danke dir vielmals.